Und da sind wir wieder zurück zu den ABC Murders. Also ich habe es jetzt einmal versucht, also es ist unmöglich. Aber ich habe gesehen, man kann auch da drauf klicken. This leg is not well attached. Und dann kann man... This leg is not well attached. Kann man das rausziehen. Was auch immer, was das jetzt gebracht hat. This wooden panel is blocked. I can't open it. This decoration appears to be firmly fastened. Okay. This decoration appears... This decoration appears to be firmly fastened. This decoration appears to... This decoration appears to be firmly fastened. Could the screw be slightly loose? Good. Okay. It should be possible to open the wooden panel. Look, a key. This could be useful. Okay. This wooden panel is... Achteckiger Schlüssel. Obwohl er ausschaut, als wäre eine Spitze und kein achteckiger Schlüssel. Naja. The central cock is blocked. Aber jetzt sind wir erst dort, wo wir vorher auch waren. The central cock is blocked. The central cock is blocked. Wie gesagt, es gibt leider absolut keinen Hinweis. The central cock is blocked. Oh ja, da. This code probably has something to do with the mechanism above the clock. Das kann wahrscheinlich sein rechts, links, Mitte, Mitte. Probieren wir mal. Na gut, jetzt war es nicht schwer. The central cock is blocked. Ah. Aber jetzt. This metal disc. Aber jetzt haben wir wieder ein anderes Problem. Das noch immer. I definitely need an object to make these cogs turn. No, the key does not fit this cog. I definitely need... Okay, so. Ah, something clicked on the front of the clock. Jetzt geht's auf einmal. Aber jetzt ganz ehrlich,
wer hat sowas zu Hause? Also wenn da jetzt nicht irgendwie Schatz drinnen ist, verstehe ich es auch nicht. This could be useful. Betty, I enjoyed a wonderful evening in your company, and I hope that we will see each other again very soon. D. My dearest Betty, I know that your art is already spoken for, but you are the most beautiful dancer I have ever had the pleasure of meeting, and I am impatient to see you again. Adrian. Und da sind nur 2 Liebesbriefe drin. Super. So viel Mühe im Grunde für fast nichts. Wann ist die jetzt gegangen, die Schwester? Family photos and files. Family. Und da ist nichts mehr. Können wir das anschalten, weil jetzt die Hand dort ist. Bitte nicht. Bitte nicht. Let us see. What is this cupboard hiding? Na, schon wieder ein Rätsel. Oh Gott. Was? 1 plus 1 plus 1 plus 2 plus 2, was? This looks like solfège. This looks like solfège. Okay. There is bound to be a clue somewhere. Ja. Acht, 4. Achso, da muss wahrscheinlich bei dem Symbol muss 4 rauskommen. Und dann ist immer das. Oder war das Symbol? There is bound to be a clue somewhere. Okay. Ja, das richtige Symbol ist einmal. Das ist 1 plus 1 plus 1. 4. There is bound to be a clue somewhere. Ja, komm. So. That doesn't work. I must have forgotten. Ja. Man kann das scheiß Grammophon überhaupt aufziehen. So. It looks like something goes in here. That doesn't work. That doesn't work. I must have forgotten a step. Okay, aber aufzogen ist schon einmal. There is bound to be a clue somewhere.
Ich werde einfach einen Schnitt machen, ein bisschen umeinander spielen und ja, bis gleich. Es kann nur noch... Habe ich da nicht hergetan? So, passt. Es kann nur There is sein, bound to be a clue somewhere. ja, dass ich auf das kommen muss. Und ich muss dann wahrscheinlich, wenn ich das haben soll, ja, na, das muss ich haben. Muss ich das und das brauche ich dafür. Und zweimal das. Aber das geht sich nicht aus, es müssen 3 Sachen sein, also das, das und das. Zweimal das verkehrte F und einmal 7. There is bound to be a clue. I heard the sound of a mechanism being triggered. Da schreiben sie extra viel drauf, dass dich ja irrst. Und dann ist erst, aha, 3-stelliger Code, aber da ist, glaube ich, da was gestanden. Da habe ich da 78T. 78T, okay. Das ist, hab's Gott sei Dank nicht so schwer. I just have to put the record on the gramophone and start it. Und wer sagt das jetzt, dass das richtig ist? That doesn't work. I must have forgotten a step. That doesn't work. I must have forgotten a step. Frau weiß ich, wie so ein Grammophon arbeitet jetzt. Ah, da vorne ist irgendwas noch. Ah, jetzt. Ja, Spiel. Okay, jetzt geht's los. Oh, Donald! We're in the middle of recording. Sorry, Betty, but it's not wise. The doctor said you should rest your voice. You're such a killjoy sometimes. Betty was such a good singer. It's true. Did she have any problem with her throat? Yes, she had to be careful with her voice. Of course, she didn't follow the doctor's advice. If Don didn't insist, she... Well, it's too late for all that now. Ja. Ah, vielleicht können wir jetzt wieder mit ihr reden. It looks like this woman is single, but she has feelings for someone. Betty und Dolan. She is looking so intensely at this photo. But is it really a sister that she's studying in this manner? They made the perfect couple, am I correct? Yes, in a way. She was pretty and he... Well? He's a bright man, with a promising career ahead of him. He would have made Betty a good husband. He was always attentive and generous. Oh, a true gentleman. I hear a note of envy in your voice. You must have heard wrong. Wir verhören uns niemals. You have not mentioned Donald's jealousy. There's nothing to say.
I am not your enemy, Mademoiselle Bernard. And you are not my friend either, Mr. Poirot, sir. Yes, but your lies are not helping Mr. Fraser, or you for that matter. This case is much more complex than you think. It would appear that your sister's murder is the second in a series that we have to stop as quickly as possible. The first was in Andover, and the same as your sister, the murderer sent me a letter informing me that a crime would be committed in that town. Now can I count on your honesty? Yes, you have my confidence, Mr. Poirot. Don is a quiet and sensitive young man, slightly reserved too, and as is often the case with reserved people, when he flew into a temper, he completely lost control. He could be so violent. Betty was frightened. And when was this? The first time was about a year ago. But they rowed more recently. Donald found out that Betty had lied to him. She said she was going out with a girlfriend, but she went out for dinner with a married man. It was an awful scene. She told him that until they were married, she was free to go with whoever she pleased. Donald turned quite pale and started shaking and kept saying one day... Well? He'd commit murder. Do you think that is what happened? No, Mr. Poirot, I don't believe that. You yourself said he may be a recidivist madman. Don loved Betty with all his heart. I can't imagine for one instant that he would hurt her. Very good, Mademoiselle Bernard. Thank you for your help. Naja, ob das jetzt wirklich eine gute Fraser Hilfe is war. at the Ginger Cat. The police haven't spoken to him, but they want to. Très bien, Hastings. Let's see him now. Au revoir, mademoiselle. My deepest condolences to your parents. Of course, Mr. Poirot. And don't be too hard on Don. He's more fragile than he looks. If you say so. Let us now try and get our brain cells to work. Ja, dann machen wir die Indizen. Was haben wir da? Was hat Betty an ihrem Abend vorgehabt? Das ist die Frage. Jupp, sie hat auf jeden Fall eine Verabredung gehabt. Das und ging mit anderen Männern aus vielleicht. Na, passt. Betty hat, ja, Donald angelogen, weil sie eine Verabredung mit anderen Männern hatte. Kannte Betty einen Angreifer? Betty ging häufig aus. Passt nicht, obwohl es logisch ist. Es gab zu dieser Zeit viele Besucher. Passt nicht. Passt nicht. Der Mann hat Betty verführt. Okay, passt. Das habe ich Let nicht mehr us lesen now können. try and get our brain cells to work. Was versteckt sich hinter Megan Bernards Verhalten? Das ist irgendwie komisch wieder. Ups. Betty konnte gut singen. Und Megan mochte dann Fraser sehr. Ja.
Folge damals. Megan hat eine Schwäche für Donald. Hatte sie ein Motiv. Genau, da. Sie war eifersüchtig auf Betty. Wir haben aber neue Fragen. Da fehlt aber noch was, das müssen wir erst bei ihm rausfinden. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, euer Zlabus. Tschüss, Dankeschön.